Vor kurzem haben wir Steve von Yield Notes interviewt, um einige Fragen aus der Community loswerden zu können. Um den Informationsfluss nun wie versprochen aufrechterhalten zu können, haben wir Urs eingeladen, der den Part von Descenomy übernimmt. Wir hoffen, dass wir euch mit diesem Video einen weiteren Einblick hinter die Kulissen geben können, damit ihr in der Zukunft gute Entscheidungen auf diesem Spielfeld treffen könnt. Viel Spaß nun mit dem Interview. So, mein lieber Urs, ich begrüße dich recht herzlich zum Hallo, schön dich zu heutigen, sehen, Mario. vielen Dank Urs, zum heutigen Descenomy-Interview. Wir hatten ja vor ein paar Wochen schon einmal das Vergnügen, uns mit Stefan auszutauschen. Da habe ich den Stefan zum Thema Yield Notes so ein bisschen interviewt, wie denn da so der aktuelle Stand der Dinge ist. Ähm, Aus dem Hintergrund heraus, dass wir ja die Fragen der Community in den letzten 1 bis 2 Monaten gesammelt hatten. Da hat sich ein großer Klumpen, was das Thema Yield Notes angeht, gesammelt, aber auch noch einige Fragen, was die Descenomy angeht. Und ich freue mich, dass du heute dich bemühst, den Fragen der Community Rede und Antwort zu stehen. Das Interview wird heute in 2 Teilen aufgebaut. Zum einen haben wir die allgemeinen Fragen, die die Community gestellt hat, die einfach auf der Seele brennen. Und zum anderen hat sich aus dem vergangenen Yield Notes Interview noch einige Fragen ergeben, die ich dir heute im Nachgang dann auch noch stellen möchte. Ist die Vorgehensweise für dich soweit in Ordnung? Wenn ja, dann würden wir gleich mal beginnen mit der ersten Frage. Einwandfrei, kein Problem, gerne. Sehr schön. Die erste Frage ist, da geht es so ein bisschen um das allgemeine Verständnis. Und zwar, viele Investoren haben noch nicht die Verbindung zwischen Yield Notes und Descenomy begriffen. Also könntest du uns da so ein bisschen den grundlegenden Aufbau, die grundlegende Zusammenhalt erklären, wie die beiden Instanzen miteinander verbunden sind? Das ist eigentlich relativ einfach. Descenomy ist die Grundplattform, auf der Yield-Nutz sein Geld verdient. Das ist der Gedanke. Descenomy bildet eigentlich ein neues Art Wirtschaftssystem ab, in dem Transaktionen ablaufen können, Verträge ablaufen können, alles, was für Ökonomie im Hintergrund wichtig ist, soweit hier, auch Geldregulierung, so ist angedacht, soweit hier, das ist Descenomy. Da laufen etliche Coins drin, die Yield-Nutz investiert hat. Und wie gesagt, das sind auch die Regularien, wie eben die Abläufe laufen. Das legt Descenomy fest. Und es ist im Endeffekt das Fundament, auf dem Yield-Nutz basiert. Also wenn Descenomy funktioniert und Descenomy genug Liquidität, genug Entwicklung hat momentan, erzeugt auch Yield-Nutz die entsprechenden Erträge. Okay, wunderbar. Du bist jetzt schon auf einen Unterbereich eingegangen. Descenomy hat ja eigene Coins beziehungsweise eigene Blockchain-Technologien. Ein Coin, der Sapphire Coin, ist, meine ich, in der Community relativ stark bekannt. Und da hat sich die Community die Frage gestellt, was denn passieren würde, oder anders formuliert, wie denn ein steigender Sapphire-Kurs dem ganzen Projekt zuträglich wäre und welche Rolle dieser Coin auch in der Ökonomie einnimmt. Also mal grundsätzlich Sapphire ist die Leitwährung. Wenn man sich mit Wirtschaft beschäftigt, weiß man, dass eine Wirtschaft eine Leitwährung braucht. Man muss sich an irgendwas orientieren, an dem man Werte feststellen kann. Unser Gedanke war, in unserem System wird es der Sapphire sein, der alle Werte darstellt. Und ein steigender Sapphire führt natürlich zu, dass das also auch mehr Wert im Markt ist. Coin selber ist auch ein Asset, das ist der Asset momentan, der da ist und der auf Dauer eigentlich über wirtschaftliche Werte stabilisiert werden soll. Das ist genau der Hintergedanke von den Sachen. Und ein steigender Coin schafft wieder den Wert, den Sapphire mal de facto hatte. Wir haben das Problem, dass man Chainalyze mit diesen Behauptungen, der Coin ziemlich gefallen ist und das kam dann noch erschweren der Kryptowinter dazu. Und dem wollen wir entgegenwirken. Deswegen unser Gedanke ist momentan, wir wollen hinter die Coins echte Sachwerte machen. Nicht das klassische Backen, nicht das Tokenisierung, sondern sagen, okay, dieser Coin kann im gewissen Wirtschaftsraum benutzt werden und hat dadurch einen Wert, ähnlich wie Euro und Dollar einen Wert haben, dass sie im Wirtschaftsraum genutzt werden können. Dollar und Euro sind ja auch durch nichts gesichert. Der gleiche dann bei uns, sagen, wir schaffen einen Bereich und deswegen war der Gedanke von Anfang an gewesen, das haben wir auch den Leuten so erklärt, wir müssen Assets in den Marktbereich reinbringen, sagen können, Leute, handeln Assets, machen Geschäfte mit Assets, Ökonomie hat immer was mit Werten zu tun, momentan, Assets tun momentan so weit her und diese Werte wollen wir in diesen Markt reinbringen und die ökonomischen Aktivitäten werden getätigt mit den entsprechenden Coins und dann auch weitergehen mit entsprechenden Smart Contracts und NFTs, wo NFTs sind diesbezüglich, um das mal ein bisschen so auch da gleich zu erklären, NFTs sind bei uns mehr ein Register von Assets. Uns geht es nicht darum, mit NFT schnell reich zu werden, sonst irgendwas Williges machen, sondern wir haben das Problem, wenn wir eine Ökonomie aufbauen wollen und in dieser Ökonomie Assets vorhanden sind, müssen die ja irgendwie registriert werden, irgendwie handelbar sein. Und dafür ist ein NFT perfekt geeignet.
ähnlich wie es beim Bankenbereich bisher Verbriefung ist ja hier die Tokenisierung und dann der NFT. Aber uns geht es nicht darum, wie für viele andere da irgendwelche schwindeligen JPEGs zu machen, die in irgendwelche wilden Kurse raufgeben momentan und so weiter. Also wir wollen wirklich sagen, wir wollen ein Register haben, wo Leute nachvollziehen können, wer das Asset hat, wie ich es nutzen kann, wie ich es als Sicherheit nutzen kann momentan, auch wie ich es auch weitergeben kann. Das ist im Prinzip der Gedanke von Decenemy und den Assets. Und deswegen, wie gesagt, dabei ist die Leitwährung eben Sapphire. Dann haben wir das Problem, dass wir verschiedene Marktbereiche haben. Wir müssen eine Möglichkeit geben, dass die Marktbereiche sich ausgleichen können. Das sehen wir jetzt mit Ländergrenzen. Das ist Wechselkurse gibt zwischen Ländern. Das Gleiche haben wir in Branchen. Wir können sagen, okay, nicht jede Branche entwickelt sich gleich. Also müssen Branchen, die werden sich ausgleichen können. Deswegen die verschiedenen Coins, die gegenseitig verschiedene Wechselkurse bilden können. Aber die zentrale Währung dabei ist immer das Sapphire, gegen den alle auf Dauer, das ist unser mittellangfristiger Plan, bewertet werden. Wunderbar. Vielen Dank für die Ausführungen. Kommen wir mal zur dritten Frage, Urs. Und zwar, da geht es um die hauseigene Exchange. Hilfst du mir gerade nochmal auf die Sprünge, wie die heißt? Richtig, genau. Und da ging es im Endeffekt hierum, wie denn ein höherer Bekanntheitsgrad von dieser hauseigenen Exchange auch wiederum dem ganzen Projekt zuträglich ist. Welche Rolle nimmt diese Exchange in dem ganzen Konstrukt ein? Auch das ist das gleiche Thema momentan. Je mehr wir Liquidität in den Markt reinkriegen, je mehr Leute sind bereit, auch ihr Asset über das Sender zu handeln, momentan mehr oder weniger. Und es führt dazu, dass die Werte und die Erträge in dem ganzen Projekt steigen können und auch stabil bleiben. Uns ist ja fast wichtiger, als dass nur so maximale Gewinne stehen, dass diese Werte stabilisiert werden, stabil sind momentan. Das merkt man auch. Viele Leute, die jetzt aktuell in Kryptowährungen handeln ja alle zwangsläufig mit Stablecoins, weil sie irgendwas Stabiles haben wollen. Alle Volatilität, wo man einfach Geld verdienen kann, wollen alle was stabil haben. Und das die Idee von der Senomy ist, wir wollen alles stabilisieren im Endeffekt gegen Assets. Das ist der Gedanke von vorhin wieder soweit hier. Und dann, wie gesagt, ist natürlich notwendig, dass auch eine gewisse Liquidität im Markt ist. Und eine Exchange, die dann in das System eingebunden ist, bringt auch eine Liquidität im Markt hinein und macht natürlich auch die Coins attraktiver für auch Leute, die in die Coins investieren. Ich verstehe. Also, Okay. also wie gesagt, Bekanntheit Direct, genauso wie Investitionen in Sapphire, fördert das Projekt natürlich. Okay. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Das ist eine Frage, die im Endeffekt zweigliedrig auch geteilt ist und wo es so ein bisschen um den allgemeinen Fortschritt geht. Zum einen fragt sich die Community, wo denn eure momentanen Herausforderungen liegen. Ihr bemüht euch ja, dass ihr das ganze System wieder hochfahrt, zu alter Stärke wieder zurückbringt. Also sprich, wo da einmal die aktuellen Herausforderungen sind, was da auf euch wartet und wie es denn grundsätzlich vorangeht und wie weit der Fortschritt im Wiederaufbau schon ist. Eigentlich haben wir das komplette Programm. Wir müssen uns rechtlich beschäftigen, wir müssen uns technisch beschäftigen, wir müssen uns mit Ökonomien beschäftigen, wir müssen uns mit Investoren beschäftigen, wir müssen uns strategischen Partnern beschäftigen. Das ist alles sehr komplex. Das ist im Endeffekt das Thema, da kommen wir eigentlich ganz gut voran. Das Problem ist immer nur, dass manche Leute hier in dem Bereich versuchen, uns Steine wegzuschmeißen. Wenn wir ankündigen, wir haben Partner, wir haben Investoren, dann werden sie gebasht. Das macht keinen Sinn, das hilft niemandem, soweit hier. So, das heißt für uns, wenn wir mit Investoren, strategischen Partnern reden, müssen wir erstmal alles erklären. Sagen wir es auf, es kann passieren, dass irgendwo Leute euch anschreiben oder das Negatives schreiben oder sonstiges. Haben wir erlebt mit dem Uwe Kuhnle, mit den Solaranlagen. Auch dann nochmal zur Wiederholung, Yieldnotes hat in keine Solaranlagen investiert. Die Idee war nur gewesen, dass Solaranlagen aus dem Iran in das Projekt eingebracht werden. Anlagen, die vollkommen legal sind, die unter keine Sanktionen nichts fallen. Das kann man besser machen, als Solaranlagen zu machen im Iran gegen irgendwelche Atomwerke momentan. Deswegen, also von den Sachen, das war der Gedanke gewesen. Aber wir haben gemerkt, dann haben wir andere Leute angekündigt, sie wollen ihre Hotels anbringen, nicht nur der Steve, die wurden ja auch gleich angeschrieben. Da hat irgendeiner eine E-Mail-Adresse gefunden, irgendwas gefunden. Das macht für uns schwieriger. Wir haben jetzt wirklich auch jetzt hier sehr viele Gespräche geführt, auch mit Banken zum Teil, auch mit Regierungen, auch wenn das viele für groß kurz halten. Aber die Schwierigkeit ist wirklich, wir müssen es alles zum Laufen bringen. Wir möchten, dass die Leute auch nicht nach außen tun, momentan mehr oder weniger, aber vorher müssen wir alles absichern. Und auch in der ganzen Situation sind wir jetzt auch dabei, natürlich gleich zu prüfen, wie kriegen wir alles reguliert. Und das hängt auch wieder von den Jurisdiktionen ab. Wo sind wir? Sind wir in Hongkong? Sind wir in Europa? Sind wir hier im arabischen Raum? Das ist die Frage, wo sind wir momentan mehr oder weniger? Auch da sind wir dran. Deswegen, das Problem ist sehr, sehr komplex, weil wir wollen was Nachhaltiges aufbauen. Wir wollen nicht den gleichen Fehler machen wie am Anfang, dass wir sagen, wir haben einen Coin, der gut läuft, wo nichts dahinter ist. Das heißt, wir müssen was dahinter setzen und da gehört alles dazu. Da gehört Assets dazu, da gehört die ganze Regulierung, das ganze Juristische dazu momentan. Technik ist unser kleineres Problem, das haben wir eigentlich alles weitgehend gelöst. Gibt sicher Sachen noch zu verbessern, aber das ist im Prinzip alles da. Und dann geht es auch um ökonomische Grundprinzipien. Wir wollen uns mit Ökonomen unterhalten, was sind die Probleme der aktuellen Ökonomie und auch hier gerade der Unterschied zwischen Wirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre momentan, Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre momentan mehr oder weniger, weil da verschiedene Regeln einfach gelten. Was für betriebswirtschaftlich sinnvoll ist, ist nicht unbedingt ökonomisch sinnvoll.
und umgedreht. Und das wollen wir eigentlich, so ich sagen, wollen wir ausgleichen. Das sind ja Probleme, die wir gerade erlebt haben mit jetzt aktueller Finanzkriege, mit Kriegen, sonstigen Sachen, was passieren kann. Momentan, auch Inflation ist ja ein Problem, das deswegen auftreten, eine Entwertung des Geldes. Und das kann man eigentlich vermeiden mit den heutigen Technologien. Das ist der Gedanke von Decentramin. Wir wollen wirklich hier eine neue Art von Ökonomie aufbauen und den Leuten ganz platt gesagt ihr Geld zurückgeben, dass die Leute ihr Geld selber kontrollieren können und selber transparent sehen, was mit dem Geld passiert, dass es nicht irgendwelche Staaten gibt, die Geld drucken oder Banken, die Buchgeld schaffen, sondern so sagen, okay, Geld hat einen echten Wert verbunden mit echter Ökonomie. Und das ist unser Gedanke und deswegen, das ist deswegen für unsere Arbeit ist das unheimlich komplex und wir wollen es diesmal halt richtig machen. Und deswegen ist es auch so komplex, dass wir nicht alles sagen können, wie es läuft. Ich sage jetzt zum Beispiel, ich war jetzt hier sehr viel im arabischen Raum tätig gewesen. Das haben wir die letzten 4 Wochen haben wir verloren. Erst war Ramadan gewesen, dann eine Woche Eid gewesen. Vor 5 Wochen ist einfach hier halbtot, man ganz tot gewesen. Das sind einfach Sachen, wo Sachen liegen bleiben. Wir haben aber sehr viele Leute, gerade auch hier aus dem arabischen Raum, die investieren möchten. Und es sind auch zum Teil Europäer hier, die investieren möchten oder sich auch einbringen strategisch, aber die auch halt in die Sachen, die angebunden sind, soweit. Und deswegen, also, das ist einfach, es ist unheimlich komplex. Und dann kommen halt so Sachen dazu, jetzt wie die NFT-Problematik, die gemacht werden musste, soweit hier, wo wir aufklären mussten, dass unsere Zukunft nicht mehr passiert, wie die NFTs bei die Eltern, die im Endeffekt gehackt worden sind. Jetzt das Problem ist halt gelöst inzwischen. Deswegen, das sind die ganzen Thematiken, die wir haben. Und das ist wirklich unheimlich komplex. Und ich wäre froh, wenn Leute uns auch dabei mehr unterstützen. Wir haben einige Leute, die uns wirklich unterstützen aus den Bereichen, ja auch hier, aber auch die Community sagt, okay, die immer sagen, wir machen nichts. Helft uns halt einfach dabei momentan. Ich sag mal, wir reden von einer Ökonomie, die jeden betrifft, momentan so weit hier. Und jeder kann sagen, okay, wie angesprochen, können wir unterstützen durch Liquidität bereitstellen, können wir unterstützen momentan, dass wir zum Beispiel Projekte von uns anbringen, das Essen von uns anbringen, können wir es unterstützen, dass wir es in unseren Kommunen mit anbieten. Wir haben jetzt auch Kommunen aus Deutschland, die sagen, sie hätten an sowas Interesse. Und es gibt wirklich sehr viele Ansatzmöglichkeiten so weit hier. Und wir wären dankbar, wenn wir da Support bekommen würden. Wenn wir auch merken, wir wollen das wirklich tun. Das ist nicht ein Geschwätz, nur es ist unheimlich komplex. Wir wissen gar nicht, wo auf unser Kopf steht. Wir sind sicher, wir kriegen das hin. Aber wie gesagt, wir wollen es diesmal richtig machen. Weil wir können es nicht nochmal leisten, dass da nochmal was groß schief geht. Deswegen müssen wir Step by Step machen. Okay. Ja, man merkt schon aus den Ausführungen, die du jetzt zum Besten gibst, dass ihr nicht nur mit virtuellen Problemen oder mit Problemen, die komplett in der Welt Kryptowährungen stattfinden oder auch auf Blockchain stattfinden, sondern dass ihr euch mit realwirtschaftlichen Problemen rumschlagen müsst. Und die sind halt mindestens genauso komplex wie diese virtuellen Probleme. Und daran merkt man ja auch schon, dass der Ansatz schon eher darauf ausgerichtet ist, dass was Nachhaltiges aufgebaut werden soll, das im Endeffekt ja auch die Welt der Kryptowährungen mit der Realwirtschaft verbinden soll. Und das ist was, da kann ich dir recht geben, das wird uns alle mitunter betreffen, beziehungsweise auch in Zukunft sehr, sehr stark beeinflussen. Ist so. Es ist auch, kurz vor Einwurf machen momentan mehr oder weniger, wir sehen ja die Probleme der bisherigen Wirtschaft. Finanzkrise 2007, 2008, war verbunden mit Verbriefung, weil Werte verbrieft worden sind, nur keiner nachdenkt, was dahinter steckt. Das ist genau das Problem. Und das wiederholen jetzt viele auf der Blockchain wieder, Tokenisierung. Tokenisierung, Verbriefung ist sinnvoll, absolut, aber es muss zu Transparenz und nicht zu Intransparenz führen. Und die meisten Systeme, die ich antworte, die führen eigentlich zu Intransparenz und nicht zu Transparenz. Das ist das Problem. Und wir haben jetzt die Möglichkeiten, es richtig zu machen oder weiterhin wie bisher mit den bisher bekannten Problemen. Das würden wir ganz gerne versuchen zu vermeiden. Wunderbar, okay. Lass uns mal zu den nächsten Fragen kommen. Das ist auch wieder so eine zweigliedrige Frage und da geht es konkret um Projekte. Also wir haben uns ja vorher schon über eine Kryptowährung unterhalten, den Sapphire Coin. Das ist ja die Leitwährung der Decentramin. Dann gibt es aber auch noch andere Kryptowährungen, wie zum Beispiel Monk, Peony, SUV und so weiter und so fort. Und die Community oder eine Frage aus der Community lautet, ob es schon konkrete Projekte mit konkreten Kryptowährungen gibt, die jetzt in der nächsten Zeit angelaufen werden. Kannst du dazu was sagen? Es sind 2 Coins, die ein bisschen sich vortun, einfach aufgrund der Anfragen. Kann ich auch dazu sagen, das Azur, der Bereich, der ganze Bereich von Urlaub, Reisen, Hotels momentan ist bekannt, dass ein paar Hotels bei uns angefragt haben, auch schon angebunden sind hier. Und das zweite Thema ist natürlich das Thema Mobbing, auch schon das Thema hatten, soweit hier. Da geht es um das Thema Mobilität, Elektromobilität, auch beides, was dazu gehört, momentan mehr oder weniger. Da gibt es Sachen, die anlaufen, aber auch da, wir möchten die Basis machen. Erstmal ein Sapphire eigentlich reinbringen in den Markt. Wir möchten jetzt für neue Finanzprodukte auflegen von den Sachen so weiter. Also da sind wir auch hier im Gespräch mit Banken. Da wollen wir auch neuartige Technologien machen. Da kann ich vielleicht beim nächsten Meeting mehr genauer erzählen, was wir vorhaben. Es ist schon sehr weit gediegen, oder bevor wir was sagen können, möchten wir es fertig haben, soweit hier. Und dann können wir die anderen Coins ranhängen. Es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt mit Azu anfangen und mit Mobic anfangen, momentan das Sapphire noch nicht richtig steht. Sapphire wird jetzt zeitnah zum Laufen kommen. Das sind wir eigentlich überzeugt mit den ganzen Gesprächen, die wir geführt haben. Und wie gesagt, da können wir auch im nächsten Gespräch wirklich auch
Butter bei der Fisch bringen, ist genau erklären, wie es laufen soll. Noch kann ich noch nicht Details dazu sagen. Aber wie gesagt, der Bereich geht ja dahin momentan, dass man auch Finanzprodukte auf die Chain bringt momentan. Und zwar einer neuen Art auf die Chain bringt, die es früher schon mal gab. Wir sprechen hier über Sachen wie eben Zahlungsversprechungen, Wechsel, Schecks früher gab, soweit hier, die man wieder auf die Chain aufbringen kann momentan mit der WNE. An den Sachen arbeiten wir gerade wieder mit Banken. Und mit dem würden wir dann zum Beispiel auch den Sapphire ins Spiel bringen, würden unsere Blockchains ins Spiel bringen, momentan mit der WNE, würden dann ein Grundsystem haben, weil der Grundgedanke des Zenome ist ja da. Einer hat 2 Paper gelesen, das ist ein Riesenbild. So, das kann niemand so machen, das wissen wir auch. Das ist nur die Endidee, so ist unsere Vision. Und jetzt müssen wir schauen, wie können wir Stück für Stück das in den Markt bringen. Das in den Markt bringen, wenn wir über Ökonomie sprechen, welchen Vorteil hat jemand, der sowas nutzt? Und da sind wir gerade am Arbeiten, welche Produkte fangen wir an? Natürlich haben wir auch das Interesse, unsere Leitwährung stabil zu machen. Also werden wir das auf Basis von Sapphire machen. Und die anderen Coins werden etwas später nachkommen. Das müssen wir entwickeln momentan mehr oder weniger. Aber wir sind jetzt schon dabei, mit den Leuten aus diesen Bereichen zu sprechen. Wir reden jetzt nicht mehr über Jahre. Das wird alles meiner Meinung nach in diesem Jahr noch passieren. Deswegen, also es kommt alles, aber wie gesagt, wir gehen aktuell sehr strukturiert vor. Die Erfahrung hat uns gelehrt mit anderen Bereichen, was passiert ist, das nicht nochmal zu machen. Soweit hier, wir wollen in Ruhe das Zenome aufbauen hier. Und wie gesagt, wenn das Zenome dann diese Funktion hat und einen Mehrwert bietet für die entsprechenden Leute, die da reingehen, die es nutzen, dann partizipiert automatisch Yield Notes davon. Yield Notes hat immer Vorteile, weil sobald das funktioniert auch Yield Notes. Das ist der Gedanke. Und deswegen, wir müssen den Weg so rumgehen. Ich weiß, dass er für viele Leute aus der Yield Notes Community unzufrieden ist. Die würden nur gerne wissen, wann kriegen wir wieder was. Das bringt nur nichts. Diese Aussage bringt nichts momentan mit weniger. Wir müssen, wie bei einem Haus, müssen das Fundament zuerst bauen. Wir können uns tausendmal das Wohnzimmer unterhalten, aber wenn das Fundament nicht steht, wird das Wohnzimmer nicht halten. Das ist einfach nochmal so. Und wir müssen diesen Weg gehen, wir müssen es alle durchhalten. Und auch die Leute, unsere Partner können es verlassen, uns tut das genauso weh. Wir stecken genauso mit Geld dran. Wir haben genau die gleichen Probleme wie alle anderen auch. Und deswegen, wir haben uns auf uns entschieden, lass uns diesen Weg gehen, lass uns diese Ruhe wahren, lass uns Gespräche führen. Und es ist halt leider so bei solchen Projekten, es geht halt nicht nur vorwärts, es geht halt immer 3 vorwärts, einer zurück. Es ist halt manchmal so. Und mit irgendwelchen Juristen sprechen, wir sagen, können wir halt nichts tun, wenn wir es gerne tun würden, weil es jetzt nicht, wo wir beobachtet werden. Also jetzt müssen wir dreimal darauf achten, dass alles genauso ist, dass das uns da nicht angreifbar machen. Wir sind wirklich gekommen, um zu bleiben. Das ist bloß keine leere Phrase, ich meine, es ist wirklich so weit hier, wir wollen so machen, dass es auch überall standhält. Und überall, wo wir jetzt Probleme haben, dass einer sagt, wir müssen regulieren, da sprechen wir mit den entsprechenden Aufsichtsbehörden, was müssen wir tun, um reguliert zu werden, oder können wir überhaupt reguliert werden mit der Gedanke oder nicht, oder müssen wir gewisse Bereiche, gewisse Länder einfach ausschließen, wie es andere Sachen, Projekte auch machen momentan. Das sind wir gut gerade am Klären. Wir möchten es so weit wie möglich aufbauen. Da geht es nicht auch dazu, natürlich zu sagen, welche Jurisdiktionen nutzen wir dafür, dass es auch wirklich eine möglichst breite Community nutzen kann. Okay, okay. Die nächste Frage, die schließt jetzt so ein bisschen an deine letzten Antworten an. Und zwar, wir haben jetzt in der Zwischenzeit ja schon verstanden, dass die Grundlage von dem Erfolg der ist, dass wir den Kryptowährungen einen realwirtschaftlichen Verwendungszweck geben. Das bedeutet, dass optimalerweise Firmen, die in der Realwirtschaft aktiv sind, diese Kryptowährungen zum Abwickeln ihrer Geschäfte nutzen. Wie weit seid ihr denn mit den Gewinnen von Kooperationspartnern, die also bereit sind, ihre täglichen Geschäfte, das operative Geschäft über diese Technologie abzuwickeln? Wie viele Firmen habt ihr schon für euch gewinnen können? Und was habt ihr da zukünftig noch genau geplant? Also wir haben aktuell 11 Firmen, die konkret wirklich was anfangen möchten. Mhm. Und wir haben einen Pool, wir haben halt gesammelt, das sind über 100 Firmen momentan, das sind aber nicht alle Firmen geprüft. Wir wissen noch nicht genau, welche Firmen da wirklich in Frage kommen, ob die Summen stimmen. Auch wir müssen ja prüfen, ist es eine Spinnerei oder passt es wirklich da rein, soweit ist es eine Realwirtschaft wert. Ich will nicht Leute ausschließen, sagen, pass auf, ich kann den Geschäftszweck einfügen, aber ein paar Sachen sind einfach Fantasienummer, merken wir auch manche Sachen soweit hier. Da sind wirklich sehr viele drin und da ist es momentan, wir haben uns sind 2 Fokus aktuell, das ist der arabische Bereich, das ist der afrikanische Bereich. Afrika ist sehr interessant, sehr viele Sachen. Afrikanische Länder sind sehr interessiert momentan an Lösungen aus dem Blockchain-Bereich. Da geht es um Micropayment, Microloans, da gibt es noch viele andere Sachen soweit hier. Und das müssen wir sprechen. Es gibt auch in Europa Interessenten, es gibt auch aus Schweiz gibt es Leute, die interessiert sind, da mitzumachen soweit. Die Schweiz ist eigentlich trotzdem, dieser konservativ ist erstaunlich weit und denken in vielen anderen Sachen, was gar nicht viele gar nicht mitbekommen soweit. Und wir sind Europäer. Wir möchten natürlich auch Europa den Fokus drauf haben, aber aktuell ist Europa ein bisschen schwieriger, weil sie meiner Meinung nach noch am Finden sind von ihrer Regulierung, wo sie hinwollen, was sie genau wollen. Das ist das Thema, was ich ein bisschen sehe momentan. Wir möchten natürlich gucken, dass wir auch in Europa mehr kriegen. Europa haben jetzt wohl auch ein paar Hotels, die mitmachen möchten, aber aktuell ist noch nicht mehr als Hotels in den Bereichen.
Aber ich sage, uns ist es im Prinzip, ich glaube, es ist fast egal, in welchem Bereich wir das machen können. Wenn wir da erfolgreich sind und da Gewinne produziert werden und Umsätze entstehen, Liquidität entsteht momentan mehr oder weniger, kann da jeder mitmachen. Und dann werden auch andere Bereiche automatisch dazukommen. Wenn man auch merkt, man kann dieser Sache trauen, man kann damit was, man kann neuartige mit Geld handeln, man kann neuartige Verträge machen, man kann neuartige Zahlungsverfahren haben. Soweit, ich glaube, dann werden die Leute auch mehr Vertrauen fassen. Haben natürlich, auch das ist klar, durch die Situation, die entstanden ist mit Yield Notes, hat der Sender nicht die besten Startvoraussetzungen, aber gerade das wollen wir uns zeigen, trotzdem wollen wir so machen momentan. Weil das ist Mhm. auch das, dass auch ein solches System eigentlich sogar zeigt, aus dem Crash heraus, kriegen wir es trotzdem hin. Also das System ist eben auch crashfest. Das ist eigentlich genau der Gedanke, von aus geht nicht beweisen eigentlich. Ja, ja. Es wäre auf alle Fälle natürlich ein Qualitätskriterium für die ganze Unternehmung, wenn man sieht, dass aus so einer schwierigen Zeit dann doch etwas Substanzielles heraus entstehen kann. Und ich glaube, wenn es dann einmal soweit ist, dann, kommt ganz, ganz viel Vertrauen wieder aus der Community, aber vielleicht auch durch externe Investoren zurück. Also ich merke auch, ich habe einige persönliche Gespräche soweit hier und viele Leute, die auch sehr kritisch sind, wenn man es dann erklärt, sind dann, ich will nicht sagen fasziniert, aber dann sagen doch, sie finden das Projekt gut und sehen eine große Chance, weil wir viele Probleme, die ja eigentlich die Menschen haben, ansprechen. Und deswegen, mir tut es manchmal ein bisschen weh, weil ich manchmal, wir kriegen von einigen Leuten Prügel. Wir kämpfen ja für diese Leute eigentlich. Wir begreifen es gar nicht im Endeffekt. Wir wollen auch gar nicht, wir wollen ihnen kein Geld wegnehmen, wir wollen nicht schaden, wir wollen nur was aufbauen, was nachhaltig für alle ist. Und die Leute, die halt mit super schnell Geld verdienen wollen, die werden immer Geld verlieren auf Dauer. Man kann Geld verdienen, ist alles gut, aber das Wesentliche ist erstmal Stabilität. Darum geht es um echte Werthaltigkeit, da geht es um echte Werte. Und ich mache mein ganzes Leben schon IT. bin, mache seit über 40 Jahren mache ich IT. Und ich mache seit über 10 Jahren jetzt zwischen Blockchain. Und ich sage den Leuten immer wieder, ich weiß nicht, warum alles so auf Virtualität rausgeht und virtuelle Gewinne rausgeht. Mein Leben, obwohl ich ITler bin und wirklich Gadget und Technik liebe, besteht aus realen Produkten, aus realen Assets, aus realen Werten. Ich muss ein reales Brot essen, ich habe einen realen Tisch hier stehen, den ich nutzen kann. Die virtuellen Sachen, die es alle gibt, sind alle schön und sind eine Erweiterung, aber das ist nicht das reale Leben. Und wenn ich halt sehe, wir sprechen hier von virtuellen Assets, ich sage das sagen Leute ganz oft, für mich gibt es keine virtuellen Assets. Es gibt reale Assets, es gibt virtuelle Tools. Und das ist, was ich sehe momentan so weit. Und wenn wir uns darauf einlassen, dass es virtuelle Assets gibt, dann kommen wir, alle kennen den Film Matrix zu Matrix irgendwann und ich sag mal, das wäre die blaue oder die rote Pille. Ich bin der Meinung, wir sollten gucken, dass wir diese virtuellen Tools, die faszinierend sind, die genial sind, die irre Möglichkeiten bieten, nutzen, um diese reale Welt zu managen und nicht eine virtuelle Welt versuchen aufzubauen. Metaverse ist wunderbar, gibt irre neue Möglichkeiten, aber das ist keine reale Welt. Das ist was mir ein bisschen Angst macht, weil ich sagen muss, soweit hier, die Leute können es nicht mehr einschätzen, was ist virtuell interessant und was ist im Endeffekt real interessant. Das sind so viele Sachen, die ich momentan sehe, die mich erschrecken. Ich sage, wir müssen wieder zurückkommen. Es geht um die reale Welt. Die Probleme, die Leute haben, gerade sich beschweren, sind doch eigentlich reale Probleme, keine virtuellen Probleme. Die versuchen so eine virtuelle Welt zu lösen. Das virtuelle Welt kann es ihnen aber nicht lösen. Es kann ein Tools geben, um dieses Problem zu lösen, aber die virtuelle ist nicht die Lösung selber. Das ist was ich den Leuten versuche zu erklären. Und wie gesagt, ich versuche, ich bin ja diese Branche doch ein relativ alter Kerl schon drin, mehr oder weniger. Ich versuche einfach diese alte Welt reinzukriegen, sagen wir sprechen von realer Welt. Das wird auch in Zukunft zu sein. Wenn wir von virtueller Welt sprechen, dann ist das nicht unsere Welt mehr. Geht es nicht mehr um die realen Werte. Das ist so ein bisschen auch der Gedanke. Und ich weiß, manche Leute denken, ich bin da ein Spinner, aber idealistisch bin ich nicht momentan. Ich bin der Meinung, das ist die einzige Art und Weise, wie eine Ökonomie mit diesen Werten auf Dauer funktionieren kann. Alles andere macht einige wenige Leute reich und der Rest wird immer unter die Räder kommen. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du jetzt angesprochen hast. Ich nehme da immer eine sehr schöne Analogie aus dem Investmentmarkt her, weil ich eben hauptsächlich im Investmentmarkt drin bin. Und es ist immer wieder faszinierend, dass viele Menschen gar nicht so den Fokus drauf haben, zwischen einer inflationären Rendite und einer realen Rendite zu differenzieren. Inflationäre Renditen sind super, super schön, ja, aber die bringen dir nichts, weil sie eben nicht nachhaltig sind. Langfristig werden dich nur reale Renditen weiterbringen. Und ich glaube, das ist, 'n sehr schöner Vergleich zwischen dem gewesen, was du jetzt gerade eben auch ausgeführt hast. Wir müssen uns darauf konzentrieren, in der Realwirtschaft mit realen Renditen auszukommen und diese Luftschlösser, diese inflationären Renditen als das zu erkennen, was sie sind, nicht nachhaltig. Man kann ganz einfach das ökonomische Grundprinzip. Ökonomisches Wachstum kann auf Dauer die Quote kann nicht höher sein als Wertschöpfung. Weil Wertschöpfung macht nur Mehrwert, macht echte Mehrwerte. Wertschöpfung kann nicht auch sein, natürlich, das Meinen von Rohstoff, alles kann auch sein hier, aber mehr kann es nicht sein, real. Es kann mal kurzfristig an einer Boomphase, in einer Aufbauphase kann es mehr sein, wie es auch bei Yieldnuss war. Wenn man schnell wächst, kann man schnelle Erträge fahren. Aber auf Dauer
ist eigentlich, kommt Wachstum im Endeffekt oder kommen alle Werte im Endeffekt aus Wertschöpfung. Und das müssen wir uns vor Augen halten. Da reden wir von Bereichen von 2 bis maximal 7, 8%, die auf Dauer Durchschnitt machbar sind. Und das, wenn man anschaut, die Wirtschaft rückwärts betrachtet, das ist auch so, dass was durchschnittlich erzielt werden kann. Es gibt sicher immer Phasen, da hat man 20%, dafür gibt es halt auch Phasen, wo es halt mal crasht, wo es runtergeht momentan. Und das muss man sich einfach realisieren. Und deswegen Wertschöpfung ist nicht der Key-Faktor, das ist der ökonomische Faktor, der alles bestimmt. Und da hängt Handel, alles andere hängt dran. Und wie gesagt, das ist das, was man auf Dauer verdienen kann. Da müssen wir auch wieder zurückkommen. Das ist real, das ist auch vernünftig. Also, als ich jung war, wenn wir Renditen bekommen haben, 7, 8%, das war gigantisch. Normal war es 2, 3% gewesen, sogar weniger. Deswegen sage ich ganz offen, wir müssen auch wieder auf ein normales Maß kommen und so weiter. Natürlich, Leute, die in höheres Risiko gehen, in eine Wachstumsphase reingehen, in Startups reingehen mit hohem Risiko, auch da sind momentan, können mehr Geld verdienen, können aber auch Geld verlieren. Das ist, was Leute immer sehen müssen. Es ist halt nun mal so, der Ertrag oder Zins ist im Endeffekt eine Risikoprämie, nichts anderes. So ist es so. Okay, lass uns mal zur nächsten Frage übergehen. Und zwar, die Frage aus der Community lautet, welche konkreten Funktionen denn in der Zukunft wir von die Cenomy erwarten können? Wie lässt sich das in der Praxis feststellen, was ihr momentan umsetzt? Sorry, dass ich auch nochmal vage bleiben muss. Wir arbeiten an einer Lösung für Zahlungsversprechen. Da geht's, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, momentan geht es darum, dass man solche Sachen wie Wechsel und Checks und ähnliche Sachen auf der Blockchain abbilden können, als Produkt abbilden können, soweit. Und wer es vielleicht früher weiß, früher waren Wechsel und Checks Instrumente gewesen, die in unserer europäischen Wirtschaft sehr gängig waren. Im angelsächsischen Raum sind Checks immer noch sehr üblich momentan, sind Zahlungsversprechen. Und wenn man darüber nachdenkt mal, was sind Zahlungsversprechen abgelöst worden? Die sind abgelöst worden eigentlich durch Factoring, dass irgendwelche Firmen Ware vorfinanziert haben, oder sind abgelöst worden durch Kontokorrent. Sprich, ich konnte mein Kontominus buchen und konnte Lieferanten mit direkt bezahlen. Muss nicht von ihm ein Zahlungsversprechen holen. Wenn man darüber nachdenkt mal, haben wir genau da schon die Welt geändert von einem dezentralen System auf ein zentrales System. Die Lieferantenkredite waren im Endeffekt eine dezentrale Form von der Finanzierung gewesen. Das heißt, die Partnerschaften haben finanziert, der Kunde hat auch mal von mir eine Rechnung bekommen, konnte nach 4 Wochen bezahlen, alle haben sich das finanziert, war ein dezentrales System gewesen. Durch Factoring und durch die Kontokorrent hat vieles einfach gemacht, hat aber diese Sache genau in diese Schiene reingebracht, die wir jetzt haben, Zentralisierung der Banken und Factorings-Versicherungen im Moment so weit hier. Und das ist der Gedanke, warum können wir nicht dieses alte System mit auch seinen Schwächen? Wechsel und Checks haben auch eine Problematik, weiß ich, ist mir auch klar, aber warum können wir solche Systematik nicht auf die Blockchain bringen? Da sind wir gerade dran. Und das ist gerade die Gespräche, die wir in Banken haben, auch mit einigen Firmen haben, dass wir können den Leuten jetzt schon wenn wir es reguliert bekommen und geregelt bekommen, soweit hier, ein Finanzprodukt anbringen, was, glaube ich, gefragt ist und was wieder ein bisschen die Sache von den zentralen Funktionen der Banken wieder auf die Dezentralität bringt. Also meint deutlich mehr als nur eine reine Zahlfunktion. Das Problem ist wirklich, das Zahlungsversprechen ist ja ein Problem, was in der Wirtschaft besteht. Welche Zahlungsziele habe ich? Das ist der Punkt, mit dem ein Händler dauernd angehen muss, um gewisse Liquidität zu halten momentan. Daran sind wir gerade am Arbeiten. Das haben wir eigentlich nahezu fertig. Ich wiederhole mich, da würde ich gerne beim nächsten Sprechen genau darauf eingehen. Ich denke, wir haben ja schon Vorgespräch gehabt, dass wir vielleicht in 3, 4 Wochen ein Treffen nochmal machen, dass ich in Malta bin. Weil da haben wir gerade eine finale Besprechung dazu. Da könnte ich auch sagen, was ich veröffentlichen kann dazu. Da wollen wir auch neue White Paper veröffentlichen, wo wir das noch einbauen. Weil uns ist auch klar, wir haben jetzt eine Idee, eine Vision, sehr breite Vision. Jetzt geht es konkret darum, wie können wir das Stück für Stück implementieren. Weil ideal wäre das Folgende, wir sagen natürlich das auch, Land XY, wir haben ein ganz tolles Wirtschaftssystem, schalten wir euer System für 4 Wochen ab, wir implementieren das neue System und dann machen wir wieder weiter. Das wird nicht funktionieren. So, also müssen wir sagen, wie können wir das Stück für Stück implementieren? Und deswegen übrigens auch Afrika. Afrika hat natürlich einen Vorteil, dass viele Länder ökonomisch nicht sehr weit sind. Da können wir das einfach implementieren, als in Länder, die sehr gut entwickelt sind, wie Europa momentan mehr oder weniger, die sagen, okay, bevor wir es auf was Bewährtes austauschen, wenn wir wissen, dass es funktioniert. Deswegen ist uns klar, das Problem ist nicht die Lösung. Ich glaube, ich tun die meisten Leute gutheißen. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Wie ist der Weg dahin? Und da sind wir gerade am Arbeiten. Auch das zur Frage von vorhin. Das macht es eben kompliziert. Welche Produkte können wir jetzt anbieten, die Leute jetzt nutzen können in dem System, was wir das nicht perfekt sehen momentan, um zu einem perfekteren System zu kommen? Das heißt, wir müssen so Mittelwege finden und da sind wir gerade dran. Und da haben wir uns gemerkt, dieses Zahlungsversprechen, ich sage es mal als lapidarer Begriff momentan, ist eine Anforderung, die sehr viele haben, aus sehr vielen Bereichen. Von kleinen Finanzierungen von irgendwelchen kleinen Firmen, kleinen Startups, Afrika oder auch hier oder auch selbst in Europa, bis rauf zu Leute, die große Transaktionen abwickeln, sagen, was auf, das würde mir gefallen, wenn wir so eine Lösung hätten. Wenn man damit in Verbindung mit Tokenisierung arbeitet, kann man echt fantastisch neue Produkte machen momentan, die eigentlich transparent sind und der Wirtschaft helfen und die den Beteiligten einen echten Mehrwert bieten. Okay. Also das mal angerissen soweit hier. Also deswegen, also uns ist klar, wir müssen jetzt
Sachen bringen, aber es hilft uns nichts, weil viele sagen, wir müssen die Hotels, wir haben, tokenisieren, ja, und dann es muss irgendwas eingebunden. Der Kunde muss einen echten Mehrwert haben. Nur, dass es mit Token handelt, ist ja schön. Das können wir relativ einfach realisieren, dass wir sagen, diese Zahlungsform machen wir Token, die diese Vorteile haben. Aber das bringt das System nicht zum Laufen. Wir müssen Mhm. das reinbringen, dass Leute wirklich einen echten Mehrwert davon haben, dass Leute sagen können, okay, ich kann das nutzen und ich habe eine neue Funktion und kriege eine neue Transparenz und kriege auch eine Effizienz im Rahmen meiner Vertraglichkeiten oder im Rahmen meiner Transaktionen. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Okay. Ähm, Die nächsten Fragen, die beziehen sich so ein bisschen auf das Thema Transparenz. Wir hatten das im letzten Interview mit Stefan schon, dass ja bei YieldNotes ein größeres Audit jetzt angeplant ist für das zweite Quartal 2024, wo ja hoffentlich zweifelsfrei nachgewiesen wird, dass alles mit rechten Dingen im Hintergrund zugegangen ist. Zum einen hatte sich die Community gefragt, wie wir diese Transparenz auch bei Descenomy ausdrücken können. Es kam die Idee auch von der Community zurück, dass eventuell vielleicht sogar einzelne Community-Mitglieder als Überwachungsorgan tätig werden könnten, wo man also in regelmäßigen Abständen, weil solche großen Audits, die sind A, relativ zeitintensiv, B, sind sie relativ kostenintensiv, wie man denn sowas in einem regelmäßigen Abschnitt überprüfen lassen könnte, um das Vertrauen auch in der Zukunft regelmäßig aufrechterhalten zu können. Da kann ich jetzt zwei Sachen dazu ganz kurz sagen. Das ist Mhm. genau, was ich vorhin sagte. Die Leute können uns gerne zuarbeiten. Das ist eine Form von Zuarbeitung, haben wir kein Problem mit grundsätzlich. Aber eine gewisse Transparenz gibt es ja schon durch Blockchain-Technologie. Da geht es mehr darum, dass vielleicht den Leuten auch Zugang schaffen, dass Leute, die keine Ahnung von Technik haben, auch einfacher einsehen können. Und wir haben kein Problem mit diesem Beirat. Ich meine, es gibt ja das berühmte Legal-Team, ich will keinen genauen Namen nehmen momentan, aber ich habe mich mit den Leuten getroffen und hatte ihnen etwas Ähnliches angeboten im Rahmen dieser ganzen Problematik. Ich sage, ihr könnt da reinschauen. Da hat sich gezeigt, dass das Legal Team eben kein Interesse daran hatte, eine echte Lösung zu haben. Wir haben genau so haben wir angeboten. Sagt, schaut uns, Mhm. wir arbeiten zusammen, wir zeigen euch alles, wir erklären, was die Schritte sind momentan, wir geben euch Einblick. Bedingt natürlich Vertraulichkeit. Gewisse Sachen können wir nicht veröffentlichen, aber dann kann man gewissen Gruppe Leute sagen, okay, das gibt es wirklich. Das Audit, wie gesagt, ist uns angeplant. Das kann ich jetzt schon vorab sagen. Wir haben aktuell über 2,5 Milliarden Coins, Dynamic Coins. Die können wir nachweisen, sind da momentan. Und das wird unser Auto auch zeigen, dass die Coins da sind. Die kann man worin, welchen Wert die hatten, ist der Wert genau zum letzten, plus halt den Master of Stacking Erträgen vom letzten Audit. Die 200 Milliarden Coins haben aktuell keinen hohen Wert. Die könnten wir jetzt natürlich ausschütten an alle, dann haben alle 50 Euro auf dem Konto mehr und das Geld, die Coins sind weg. Das hat niemandem was geholfen, soweit. Deswegen ist es genau der Punkt, wo man gestoppt hat, wir müssen es anders tun, soweit, weil die Coins noch da sind. Und wie gesagt, das werden wir auch im Audit darstellen. Und nochmal eins, alle sind gern aufgerufen, die sagen wollten, vernünftig einen Beirat zu machen. Die Leute können kritisch sein, können auch gerne Fragen stellen, können alles hinterfragen. Und natürlich werden uns auch Fehler erlauben. Jetzt gleich auch Leute aufmerksam machen, was wir anders machen können. Da haben wir keine Schwierigkeiten. Das ist alles fehlbar. Das tun wir gerne. Es muss aber vernünftig sein. Es geht so, ich habe immer so ein Problem, wenn Leute immer so Schuldfrage suchen, wer hat falsch gemacht, was richtig gemacht momentan. Ich sage, wir haben ein Problem, lass uns das Problem lösen. Diese Rechthaberei nutzt keiner was momentan mehr oder weniger. Hier haben wir ein Problem, wir haben eine Riesenchance. Es sollte nicht so ein Problem sein, wir sollten das als Herausforderung sehen. Wir haben eine Riesenchance, wir haben viel Coins, wir haben eine riesen Community, wir haben auch immer noch eine Riesengruppe. Ich spreche mit vielen Leuten, die hinter uns stehen. Leider sind halt die Leute viel lauter, die kritisieren, als die Leute, die wirklich dahinter stehen und es auch verstehen und verstehen versuchen. Und deswegen, lass uns das zeigen, lass uns das wirklich anschieben, soweit hier. Und gegen so einen Beirat habe ich grundsätzlich keine Probleme, bin ich gern bereit, sowas zu tun, in der Form. Nur wir werden das Audit werden wir wahrscheinlich machen müssen mit einem von den Großen, weil nach dem letzten Mal waren es auch User gewesen, die das bestätigt haben und es wird denen nicht mehr geglaubt. Im Gegenteil, die sind sogar angegriffen worden, zum Teil nochmal, also auf unsere Paywall, was Quatsch ist, waren sie nie gewesen soweit. Die haben wirklich bestätigt, was Sache war. Und ich habe die Leute bei dem Audit zum ersten Mal gesehen, also gab es keine Connection, bevor es einfach Käse gewesen wirklich gezogen, aber deswegen wollen wir es mit einem großen Anbieter machen. Wir denken wahrscheinlich in Deutschland sogar, das zu machen. Da sind wir gerade drüber, aber das ist noch nicht sicher. Da haben wir Vorgespräche geführt, die würden das tun. Aber natürlich auch da muss ich sagen, müssen wir auch gucken, wie wir es finanzieren, weil die wollen auch ein bisschen mehr Geld dafür haben. Was natürlich wieder eine Frage stellen, wenn wir die bezahlen, ob die objektiv stellen, wir können nur die nehmen. Was sollen wir sonst nehmen dafür? Soweit. Das ist auch Verständlich, ja. das ist auch der Punkt. Sind wir aber dran, die Verhandlungen laufen. Wir schieben es nicht raus, weil wir es nicht machen wollen, sondern wirklich, wie handeln wir es, wie machen wir es praktisch momentan. Auch denen zu erklären, ist auch für die ja ungewöhnlich, sondern auch in dieser Form für ein Kryptowährung ist auch nicht das Normale, was sie haben, Alltagsgeschäft, das sie haben, soweit, ja. Und deswegen sind wir dran. Aber haben wir schon letzten Dezember bekommen, wir haben da positive Resonanz eigentlich, dass das eine von den 4 Großen tun würde. Ich will keinen Namen nennen, das ist aber, also wir haben einen konkret dran, der würde es tun. So ist der Plan eigentlich. Und wie gesagt, wenn aus diesem Interview als Ergebnis rauskommt, ein paar Leute kommen auf uns zu und sagen, wir würden gerne so einen Beirat machen und würden auch gerne mit unterstützen. Ich sehe den Beirat als Unterstützung, ich sehe es nicht erst als ein Problem für uns.
weil ich glaube, dass die Leute sehen, dass wir ehrliche Arbeit machen. Nur die Leute müssen sich auch noch im Klaren sein, ich will nicht drohen, aber sie werden wieder Druck von außen bekommen. Wenn sie dann tatsächlich feststellen und sagen, es war okay gewesen, dann wird es auch wieder, werden auch wieder vorgehalten werden, dass die alle schönreden. Und deswegen ist halt wirklich, wir haben in den letzten halben Jahren so viel Prügel bekommen, das ging wirklich zum unter Gürtellinie, auch private Angriffe beim Steve und bei mir, das, wo ich sagen muss, das ist nicht haltbar. Und auch diese Legal-Leute haben sich hier mit Kriminellen getroffen. Also davon ist jetzt sogar einer in den Knast gekommen. Deswegen, also das ist auch so eine Sache, wo ich sagen muss, das sind Sachen, die machen mich nachdenklich. Und weil viele Leute uns auch vorgehalten, Transparenz, warum sind wir denn angreifbar? Wir waren von Anfang an absolut transparent, wo wir sind. Wir haben alle Firmen, alles offengelegt. Wir haben nichts versteckt. Die Sachen, die uns da vorgehalten werden, momentan ist das ja nicht passiert. Wir haben ja wirklich nichts versteckt momentan. Alles Sachen bekannt gewesen. Wir haben Leute in Audits eingeladen, wir haben Leuten gesagt, was ist momentan. Der Steve hat, ich weiß gar nicht, wie oft die Leute gewarnt. Sie können ihr Geld verlieren, kann passieren. Die Leute haben ihr Geld nicht verloren. Aktuell haben wir nur einen Stopp reingehauen, dass die Leute ihr Geld nicht verlieren. Genau dafür kämpfen wir gerade, dass das nicht passiert. Und deswegen, das müssen die Leute einfach verstehen, soweit hier in den Sachen irgendwo. Und ich sag mal, mein Job ist Desenome. Ich mache Desenome-Vorrang momentan. Und Yield Notes war für uns die Möglichkeit gewesen, dass Leute in Desenome die unterstützen, mit Geld verdienen können momentan. Deswegen ist es nicht, wenn da Leute reingehen, die nur schnell das Geld abhaben wollen und dann nur Schuldige suchen, sind es vielleicht die falschen Menschen. Wenn Leute an Desenome Geld verdienen wollen, wird es einen Weg über Yield Notes Pro auch wieder geben momentan soweit hier. Aber da müssen wir auch wissen, das ist ein neues Produkt mit allen Höhen und Tiefen. Mhm. Und ich nenne auch meinen Lieblingsinvestor, ihr weiß, ich bin kein riesen Elon Musk-Fan, aber Tesla. Wie lange ist Tesla unterstützt worden? Momentan Sachen bezahlt worden und wir haben Verluste gemacht momentan mit denen. Solche Projekte brauchen Zeit und ich behaupte, unser Produkt ist ein sehr viel komplexeres Produkt von Tesla. Wir müssen sehr viele Sachen, mehr Sachen beachten momentan. Und Tesla ist ein ganz gutes Beispiel. Hat das auch geklappt. Jetzt ist eine Firma da, die Gewinne macht, die in einigen Bereichen sogar Marktführer geworden ist. Und deswegen, vielleicht überschätze ich die Sendung, vielleicht bin ich verrückt, das mag sein. Das kann mir jeder vorhalten. Aber wir wollen mit Sicherheit niemanden betrügen. Wir haben klare Abläufe, was wir haben möchten und wir wissen genau, wo wir hinwollen. Und wie gesagt, unser Kind ist eigentlich der Sendame. Yield Notes ist die Chance zu partizipieren. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir können mit Yield Notes Pro nicht anfangen nochmal, das wäre ein Fehler gewesen. Wir müssen anfangen mit den Leuten, die Sendame selber nutzen und dann können Leute, die den Sendame Liquidität reinbringen, daran wieder partizipieren, was im Endeffekt ein Yield Notes sein kann, wieder ganz normal. So haben wir es wirklich umgedreht, um diesen Fehler nicht zu wiederholen. Mhm. Okay, gut. Das waren jetzt relativ wichtige Ausführungen, zumindest meines Erachtens. Wir werden jetzt mit dem ersten Teil vom Interview zu Ende aus. Das waren jetzt die Fragen, die die Community als allererstes einmal hatten. Und wir würden dann jetzt zum zweiten Teil übergehen, wo wir so ein bisschen mal auf die kritischeren Fragen eingehen. Okay, dann gehen wir gleich mal in die erste Frage ein, die sich zum einen aus dem Yield Notes Interview ergeben hat, die aber auch so ein bisschen kritischerer Natur ist. Und zwar, ich habe es auch festgestellt, beziehungsweise ich habe das Feedback von mehreren Nutzern bekommen, dass es momentan regelmäßig Probleme im Login-Bereich von Yield Notes gibt. Also es ist offensichtlich kein grundsätzliches Problem, weil einige Nutzer sich weiterhin einloggen können, aber doch einige Nutzer klagen, dass ihre Login-Daten nicht mehr funktionieren. Kannst du uns da mehr sagen, was da bei euch momentan los ist? Deswegen muss ich aber jetzt auch sagen, ich bin ein bisschen auf der Sendung-Technik. Yield Notes läuft auf unserem Bereich momentan zu wenig. Mir sind aber keine Probleme da im Großen und Ganzen bekannt. Wir haben Also von Blockchain-Seite läuft alles ganz normal. Was man ganz sagen, ist alles okay. Ich kann mir nur vorstellen, dass im Bereich des Sendemiets es ein paar Umstellungen gegeben hat momentan, dass da Probleme gab. Aber eigentlich gibt es keine grundsätzlichen Probleme. Kann ich sicher sagen. Also das ist mir nichts bekannt. Soweit hier hätte ich mitbekommen, wenn da was wäre. Also von unserem Blockchain-Bereich ist das Gegenteil. Also Sachen laufen sehr viel stabiler. Wir haben sehr viele Sachen bereinigt, sehr viele Sachen klarer gemacht, soweit hier. Also müsste man wirklich nochmal sofort nachfragen. Und wenn da wirklich konkret einfach bitte listen, kann man nachvollziehen. Höre ich jetzt zum ersten Mal. Mach ich Alles ganz klar. ehrlich. Okay. Eine zweite Frage, die auch relativ kritisch ist, und zwar, das wurde jetzt auch schon mehrmals an mich herangetragen, dass im Endeffekt Nutzer Yield Notes vorwerfen, dass diese NFTs nur ausgegeben wurden, um ja, einen gewissen juristischen Trick anzuwenden, um eventuell Yield Notes und die Senomy aus der Haftung rauszunehmen und so weiter und so fort. Was kannst du denn sagen, um diesem Vorwurf entgegenzutreten? Also das ist genau das Gegenteil ist wahr momentan. Wir haben NFTs gemacht, um den Leuten was an die Hand zu geben. Erstens mal kam die Anforderung, Leute wollten ja ihren Account handelbar machen. Die Anforderung kam nicht von uns, die kam von vielen von Usern kamen die. Das war ein Punkt, den wir hatten. Und der zweite Punkt ist, das Argument kam dabei ja auch und kam auch von unserer Seite soweit hier. Was ist denn, wenn YieldNote die Website nicht mehr läuft? Dann habe ich nichts in der Hand, was ich Anspruch habe.
ist egal, welchen Wert es hat, keinen Wert hat, ich habe nichts in der Hand. Der NFT gibt mir die Möglichkeit, man sinkt in meine Wallet dran zu momentan. Ich habe zumindest einen Vertrag, wo ich beweisen kann, ich habe diesen Anspruch. So, Punkt. Und das war der Gedanke eigentlich. Eigentlich wollten wir genau das Gegenteil erreichen. Das ist kein Jurist Tricks und wir wollten den Leuten eigentlich was in die Hand geben, was sie bisher nicht hatten. Weil aktuell, wie gesagt, gibt es eine Webseite und die Verbindung darüber ist ein Risk-Disclosure, der unterschrieben worden ist und nichts mehr. Wir wollten den Kunden eigentlich tatsächlich mehr geben. Jetzt hat er einen Vertrag von uns bekommen und es ist uns vorgehalten, das ist ein juristischer Trick, soweit hier. Also wir geben den Kunden, wir wollten eigentlich genau das Gegenteil zeigen. Wir wollten Vertrauen schaffen, wir wollten zeigen, dass auch wir machen das. Wir wollen euch die Möglichkeit geben, wie wir es am Anfang geschafft haben, auch da auszusteigen oder abverkaufen zu können. Haben auch einige genutzt, war nicht gar nicht so wenig gewesen hier. Und wie gesagt, der zweite Punkt ist dann, wie gesagt, dann habt ihr was in euer Wallet. Und deswegen, also eigentlich wollten wir genau das Gegenteil erreichen. Wir wollten da keine Mhm. große Strick machen, dass Leute, dass das so Haftung rauskommt. Genau das Gegenteil wollten wir eigentlich. Wir wollten Leute zeigen, was auch wir stehen dahinter und wir geben euch jetzt einen NFT. Das, was Leute nicht verstehen, ein NFT ist ein Vertrag. Haben damit einen Vertrag bekommen, den sie vorher nicht hatten. Und das ist genau das Gegenteil, das war. Okay, also gut. Und dass wir natürlich den NFT nehmen, wenn wir aus der Branche sind und keinen anderen Art von Vertrag nehmen, ist auch nachvollziehbar. Das ist unsere Technologie, auf die wir setzen. Machen wir natürlich genau den Weg, den wir gehen wollen. Ja, ja, natürlich. Okay. Die dritte Frage, die bezieht sich auf die Flitz-App. Der Stefan hatte im vorherigen Interview schon angeschnitten, dass wenn man die Ökonomie von Desanomy unterstützen möchte, über die Flitz-App ja die Möglichkeit hat, zum einen die Kryptowährungen zu kaufen, aber auch zu masternoden bzw. zu staken. Ich persönlich habe mir ja sogar mal die Flitz-App etwas näher angeguckt und muss feststellen, die ist noch mit relativ vielen Fehlern behaftet. Wann werden denn diese Fehler ausgemerzt, damit man dann auch tatsächlich diese ordentlich nutzen kann? Vielleicht gleich schocken, gar nicht. Blitz-App ist, Okay. ist momentan eine Brückentechnologie, dass wir Leuten einfach den Dienst anbieten möchten. Mhm. Das ist im Endeffekt die Sache, die man einfach am Laufen halten, Leute, die nutzen können. Machen wir auch sicher, ist alles da momentan mehr weniger. Es wird eine neue App kommen, die anders heißen wird, die komplett anders funktionieren wird, auf komplett an Technik aufgebaut momentan. Deswegen, wir wollten nur eine Lösung haben, die Leute schnell nutzen können. Die andere dauert ein bisschen länger Zeit, bis sie kommt. Ich will auch da noch keinen Namen verraten. Es wird ein ganz neuer Name, eine ganz neue Technologie sein, mit ganz neuen Möglichkeiten soweit hier. Wir haben Flitz haben wir übernommen von einem Drittanbieter soweit hier und wir haben leider erst jetzt im Handling festgestellt, dass da sehr viele Probleme dran sind, die uns vorher nicht so bekannt waren. Und wir haben lange überlegt, wir haben geguckt, ob wir es reparieren können, ob blicken oder optimieren können, aber wir haben festgestellt, wir machen es komplett neu, von Basis nochmal so weit hier. Deswegen, werden wir gucken, dass es sicher ist, werden gucken, dass es läuft momentan, was wir werden es nicht groß weiter verbessern, sondern es ist im Endeffekt eine reine Brückentechnologie, bis wir die finale Lösung haben. Okay, also gut. Nächste Frage, könnte sein, dass die sich ein bisschen mit, dem wiederholt, was wir schon abgearbeitet haben, aber ich möchte sie trotzdem noch einmal stellen, um da einfach die Community auch adäquat vertreten zu können. Viele Investoren, die empfinden, die aktuelle Kommunikation von Yieldnodes und von Desanomy eher so als Hinhaltetaktik. Warum ist es denn nicht möglich, dass ihr den Fortschritt, den ihr ja offenkundig macht, auch noch viel besser zu kommunizieren, damit das alles viel klarer wird, was denn da alles im Hintergrund stattfindet? Da gibt es wieder zwei Sachen. Das ist der Yield Nodes und gibt die Sache Descendame. Descendame sind wir eigentlich mit der Descendame Webpage eigentlich schon relativ aktuell und informieren auch aufs Umfeld. Auch jetzt, was kommt, RWAs, Assets und so weiter, jetzt auch mehr mit kommen, andere Bereichen reinkommen und so weiter. Ja, das machen wir eigentlich schon. Und da muss ich ein bisschen in das Land sind. Steve kümmert sich um Yield Nodes, das ist sein Kind und mein Kind, das sagt, ist momentan ist Descendame so weit her. Da muss ich ein bisschen Hand um Steve halten, weil Yieldnos hat natürlich nur dann Neuheiten, wenn der Sender es hat. Und oftmals ist es eine Neuheit, die Yieldnos nicht unbedingt hat. Deswegen müssen wir das andere Sache machen. Das habe ich gerade eigentlich schon im Vorfeld besprochen, weil die Anfrage bei uns schon mehrfach auch schon kam hier, dass wir sagen, wir machen zwei Arten oder vielleicht sogar drei Arten von Newslettern. Einmal Yieldnotes, macht Yieldnotes selber. Einmal macht man Desanomy. Da kümmere ich mich mit meinem Team darum, um mehr weniger, dass wir auch einen Newsletter machen, nicht eine Website, sondern auch einen Newsletter machen, wo auch ein bisschen, ich kann manche verstehen, die hören das da Bericht oder da Bericht und wir sagen, wir wollen das Umfeld abdecken, aber viele können gar nicht wissen, was das Umfeld bedeutet, das ist Desanomy. Das ist unser Gedanke zu sagen, vielleicht mal auch einmal im Monat oder alle 2 Wochen, wie gesagt, gibt momentan einen Newsletter machen, momentan mal reinschreiben, das machen wir und das ist aus dem Umfeld heraus, passt in das Umfeld auch rein. Weil ich will das Sender nicht in den luftleeren Raum stellen, sondern erklären, warum macht es Sinn, wie entwickelt sich ein anderes Projekt, auch wir sind nicht nur konkurrierende, sondern vergleichbare Projekte, was machen die? Und viele Sachen, die wir das Sender mir eigentlich schon seit 1,5 Jahren sagen, kommen ja viele jetzt drauf. Wenn ich jetzt hier Butterin sprechen höre und er sagt, jetzt haben wir viele Tech-Kicks gebaut, jetzt müssen wir es für die reale Wirtschaft machen. Das ist der genaue Gedanke von Desenomy. Wir sagen das auch. Die Tools sind gut, aber wir brauchen jetzt mal Lösungen für die reale Wirtschaft. Und das sagt der Butterin genau das Gleiche. Und deswegen, also jetzt hat ein bisschen Zeit dafür gebraucht. Der ist hier kein dummer Mensch.
Und deswegen sage ich mal, das ist genau der Weg, den wir machen wollen. Deswegen können wir zeigen, dass den Trend, den wir schon lange sagen, gehen andere Sachen jetzt genauso. Wobei ich einfach glaube, dass sind wir in vielen Sachen schon von den Grundgedanken weiter. Vielleicht sind die technischen manche Sachen besser als wir, aber wir haben, glaube ich, mehr die ökonomischen Grundprinzipien schon durchdacht, wie man das einbinden und machen kann. Und deswegen wäre mein Gedanke, dass man auch hier anbietet den Leuten, wir machen das Handy-Minute, dass Leute sich anmelden können, dass das nicht nur auf Website draufgehen können, sondern wirklich verdichtet an einen Newsletter kommt, wo die Links dann sind, wo man noch nachlesen kann, wenn man tiefe Informationen haben will. Und der dritte Punkt, den ich ja schon lange versprochen habe, das liegt an mir natürlich irgendwo, dass ich einen persönlichen Kanal mache, weil viel ist natürlich auch ein bisschen von meiner Vision geprägt. Ich habe noch keine Riesenlust, mich im Selbst zu darstellen momentan, aber ich habe früher sehr viel gemacht, auch mal in LinkedIn, in anderen Sachen, habe gemerkt, die Leute möchten also auch Informationen hören, wo die Gedanken herkommen, dass man auch sagen, dass ich auch ein bisschen erzähle, der Senomy ist mein Kind momentan. Was sind die Gedanken? Was sind die Problematiken, die wir sehen? Wo sind die Schwierigkeiten? Ich meine, ich bin ja bekannt dafür, dass ich zum Beispiel Gold sehr kritisch sehe, obwohl ich selber auch in Gold investiert bin natürlich, aber ich sehe, zum Beispiel sage ich tue viele Werte nur fragen. Ich frage zum Beispiel den Wert von Gold. Gold hat für mich zum Beispiel, so eine Provokation, die ich mal sage, hat für mich zum Beispiel keinen Wert. Gold ist schön und seit 6000 Jahren genutzt, alles wunderbar, aber physikalisch ist Silber, Platin viel wertvoller als Gold, soweit hier. Und die einzige Begrenzung, das ist auch so ein Argument von mir, aber deswegen ich auch Leute gewisse Sachen auch erklären, auch ein bisschen provozieren Leute hin. Deswegen sage ich, Gold im Endeffekt, es hat nur einen Wert, dass es limitiert ist. Und das ist Bitcoin auch durch den Algorithmus. Deswegen sage ich ganz offen, solche mit auch den Leuten auch so Sachen erklären, wo so gewisse Gedanken herkommen, dass man auch Leute mal zum Denken anregt. Ich merke auch bei Geld, dass viele Leute eben auch so allgemein sagen, das sind meine Gedanken momentan. Können Leute sagen, das ist gut, oder können sagen, das ist Spinnerei, können Leute aussuchen und so weiter, hier auch erklären. Auch viele Leute wissen ja gar nicht, wie Geld funktioniert. Viele Leute glauben, Geld ist für uns abgesichert, Euro, Dollar. Viele Leute ist gar nicht klar, wie es funktioniert. Viele Leute wissen gar nicht, wie Buchgeld funktioniert. Viele Leute wissen auch nicht, wie Zentralgeld funktioniert momentan, Zentralbankgeld funktioniert. Und dass man Leuten solche Sachen erklärt, einfach mal die Problematiken erklärt, die da auftreten, dass sie auch verstehen, warum man zu diesen Ideen kommt. Deswegen hat man da drei Schienen, dass man sagen können, einmal ist Urs mit seinen Spinnereien, einmal ist es Decenemy mit der Vision, einmal ist es Yield Notes mit der Möglichkeit, wie kann ich partizipieren, ohne dass ich auch ein eigenes Geschäft habe. Yield Notes ist ja gerade der Gedanke gewesen, dass ich investieren kann, Liquidität führen kann und daran partizipieren kann, ohne dass ich vielleicht selber ein Geschäft habe. Ich habe kein Hotel oder habe gerade eine Sache, die ich einbringen kann, aber mir gefällt die Idee, ich würde auch gerne mitmachen. Und das ist so mal die Sache deswegen. Und deswegen, das kann ich anbieten, dass wir sagen, wir machen einen festen Newsletter-Termin für Decenemy, zumindest alle 4 Wochen. Wir sagen, wir machen einen festen Termin, 10. oder 12. oder 5., keine Ahnung, irgendein Datum. Da gibt es mal einen Newsletter für Decenemy. Und dann, ich würde dann Steve ein bisschen mit Executive draußen lassen momentan, dass er dann News macht, wenn es für irgendwas Sinn macht. Es macht keinen Sinn, wenn wir reinschreiben, es gibt nicht viel Neues. Oder wenn es einfach so News sind, die gemacht werden, weil es halt News bringen muss, momentan soweit hier. Momentan wird das Sendemi wahrscheinlich mehr News haben als Yield Notes. Deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen beide Wege, Sendemi und Yield Notes. Und ich mache meinen Kanal mal endlich mal und gebe meinen Cent von mir. Und dann können Leute gucken, können sich selber informieren, was sie wissen möchten. Und vielleicht gibt es auch ein besseres Bild. Ich meine, da kann ich auch von Tesla abschauen. Elon Musk redet sehr viel, spricht sehr viel oder sonst vielleicht ist das ein großer Grund, dass die Leute auch wissen müssen, was steht dahinter und das macht es auch vielleicht glaubwürdiger. Dass Leute auch verstehen, es ist nicht nur irgendwie was gemacht, um Leute hinzuhalten. Es geht wirklich darum, wir tun was soweit hier. Nur, ich habe es vorhin angesprochen, wir können leider nicht alle Sachen, rechtliche Gründe und das Bashing hat uns sehr stark gebremst. Aber wer uns kennt, bevor das autorisiert ist, hier, wir waren vorher sehr, sehr offen gewesen. Da sind Leute eingeladen, Leute konnten zu uns kommen, was sie immer noch können. Sie können immer noch nach Malta kommen, uns im Büro treffen, sollten noch vorher einen Termin vereinbaren, weil ich halt auch, wenn wir uns gerade nicht treffen wollen, weil ich halt auch unterwegs bin, das mal hier. Ich kann gerne mit den Leuten sprechen, das ist alles machbar. Wir sind alle gerne eingeladen, wir tun das wirklich nach wie vor nicht verstecken, aber wir können nicht mehr mit ganz offenen Karten spielen, wie wir es am Anfang gemacht haben. Hm. Okay. Nächste Frage ist, und zwar das ist ein Umstand, der mir auch selbst erst vor kurzem bekannt geworden ist, und zwar anscheinend soll ein ehemaliger Mitarbeiter der Decennomy auf einer größeren Social-Media-Plattform von sich gelassen haben, dass das ganze System ja doch ein Schneeballsystem ist. Das heißt, er hätte bezeugt, dass hier im Hintergrund irgendwelche komischen Dinge abgelaufen sind. Was kannst du dazu sagen? Ich kenne den Bereich des Reddit. Und ich habe da sogar selber reingeschrieben, und damit offen in meinem Namen damals. Ich würde gerne wissen, wer das ist. Ich bin Geschäftsführer, der CEO von Decennomy. Decennomy selber war noch nie operativ aktiv. Decennomy hat selber keinen einzigen Mitarbeiter. Deswegen würde ich gerne wissen, wer mein Mitarbeiter ist, den ich gar nicht kenne, soweit hier. Und ich habe das reingeschrieben, habe es auch reingeschrieben in einen Task, soll mir bitte sagen, wer ist. Ich kenne seinen Arbeitsvertrag nicht momentan, soweit hier. Hat dazu geführt, dass mein Kommentar gelöscht wurde. Also das sagt, glaube ich, schon alles aus. Okay, ja, alles klar. Wir kommen jetzt im Endeffekt auch schon zur letzten Frage und die kommt nicht eigentlich von der Community, sondern die kommt von mir.
Und die kommt aus dem Hintergrund, weil ich ja selber ganz, ganz viel im Bereich dezentralisierte Finanzen unterwegs bin, somit auch viele, viele Konstrukte kenne und ich einen ganz, ganz großen Augenmerk auf einen Aspekt lege. Wir haben vorher schon mal das Thema inflationäre und reale Rendite kurz angeschnitten und gegenübergestellt. Mich würde interessieren, es ist ja mh, zumindest angedacht gewesen, dass dieses NFT irgendwann einmal in Staking gelegt werden kann, also mit irgendeinem Smart Contract interagiert, damit es auch legitimiert wird, an den Erträgen der Decennomy bzw. Yield Nodes beteiligt zu werden. Und mir stellt sich jetzt natürlich die Frage, in welcher Form die angefallenen Erträge ausgeschüttet werden. Ich frage deswegen so explizit nach, weil es ja in dem Bereich der Kryptowährungen üblich ist, dass man Erträge, die vielleicht im Hintergrund ganz anders angefallen sind, dann mit einer weiteren hauseigenen Kryptowährung den Investoren zur Verfügung stellt, was natürlich darin münden würde, dass die ausgeschütteten Renditen absolut inflationär und nicht nachhaltig wären. Warum? Weil wenn eine Kryptowährung einzig allein dafür existiert, dass sie dafür hergenommen wird, um Renditen zu verteilen, dann kann dann nur ein permanenter Verkaufsdruck entstehen, was dazu führt, dass der Token über kurz oder lang wertlos zerfällt und auch die Renditen immer inflationärer werden. Wie hat denn die Sanomi und Yield Notes sich diesbezüglich schon Gedanken gemacht, wie sie das elegant lösen können? Eine absolut gute Frage, ein absolutes Kernproblem aller Projekte. Auch unser Projekt haben wir darüber nachgedacht, natürlich sehr stark. Ich habe es vorhin angesprochen, wir bereiten ja erste Produkte vor, wo wir sagen, wir möchten sie jetzt schon anbieten, Leute. Es geht einmal an eine Vision und Zukunft. Der Gedanke ist natürlich, dass diese Coins mal irgendwann die Wirtschaftskraft des Senderaums darstellen momentan und dadurch eigentlich abgesichert sind und einen gewissen Wert haben. So, das ist aber keine Lösung für jetzt. Das Problem ist, du sagst momentan mehr oder weniger, solange keine Werte da sind, wird zum Abkauf kommen, der Coin kommt nie rauf. Und deswegen ist unser Gedanke, ohne dem Produkt, was ich beim nächsten Meeting erklären werde, mal soweit hier vorzugreifen. Wir werden in diese Produkte einbauen Assets, die jetzt schon tokenisiert sind, und das ist klassisch Stablecoins. Das heißt, wir werden Stablecoins nutzen, um gewisse Auszahlungen abzusichern, soweit hier, die wir dann hoffentlich mittel- und langfristig durch Sapphire und Other Coins abstimmen, die dann auch abgesichert sind, eine gewisse Stabilität haben, soweit hier. Wobei unsere Stabilität auf Dauer nicht eine Stabilität gegen die Fiat-Währung ist, sein soll, sondern gegen Real Assets. Weil das Problem ist ja, die Fiat-Währungen haben ja auch Inflation, die haben ja auch keine echte Absicherung momentan mehr oder weniger, sonst nutze ich also einen Coin zum Absichern. Aber momentan pragmatisch die beste Lösung ist halt gegen Stablecoin zu tun. Soweit hier. Das heißt, unsere Finanzprodukte, die wir da planen, werden wir Stablecoins einbauen, der dann auch austauschbar sein wird gegen andere Währungen, hoffentlich auf Dauer auch gegen unseren Sapphire. Also deswegen, wir sehen diese Problematik und haben uns auch überlegt, wie tun wir das? Auch das ist ja ein Punkt von Vertrauen. Wenn ich USDT einbaue, das dann kennen ja doch die meisten, dann vertrauen sie auch in gewissen Grenzen und so weiter. Hier, wir wollen den Leuten auch das Vertrauen geben und auch wenn wir Leute haben, die Liquidität in den Markt reingeben für solche Produkte, dann können die Liquidität in USDT reingeben, um ein Kollateral für irgendwas zu machen, zum Beispiel in den Bereichen, dessen Gebühren natürlich abgerechnet mit Sapphire. Gebühren ist ja kein Risiko, weil die Gebühren selber ja im Endeffekt, ich zahle halt einen Wert X, 15 Euro und das wird ein Sapphire umgerechnet und mehr oder weniger ist mir wurscht egal, weil ich zahle de facto erstmal diesen Realwert 15 Euro. Wir werden also dabei, also unsere Coins einsetzen, also erstmal nur als flankierend, als für die Gebühren und für die Sachen so weit hier. Und die Werte selber, die hinterlegt werden, werden erstmal durch Stablecoins oder wenn möglich andere Assets sein, die entsprechend tokenisiert sind. Hm. Das haben wir genauso im Kopf. Momentan ist genau der Gedanke, wir senden wir wollen sagen, ich wiederhole mich auch da wieder, ich möchte den Fehler vom letzten Mal nicht wiederholen. Wir möchten sagen, okay, das ist da irgendwas gebackt, soweit hier es geht. Die 100% Sicherheit gibt es nirgends, bei keinem Tier auf der Welt hier, aber so ist es einfach von einem normalen Partner einsichtbar ist, wie hoch ist noch Risiko. Beim USDT könnte ja auch theoretisch, also da gibt es auch keine hohe Sicherheit, die momentan mit aber aktuell gelten sie als sicher. Richtig. Okay, das ist in der Tat ein sehr kritischer Aspekt. Und ich glaube, wenn die meisten Menschen sehen, dass dann zu guter Letzt auch reale Renditen ausgeschüttet werden, dann ist das ein massiver Vertrauensbeweis, dass im Hintergrund auch ordentlich und vor allem nachhaltig, substanziell das Ganze aufgebaut und gewirtschaftet wurde. Okay. Wunderbar, Urs. Ich danke dir noch einmal für A, deine Zeit und B, deine Ausführungen. Wir werden jetzt am Ende des Interviews angelangt. Ich würde es auch beenden und würde dir dann noch einmal die Möglichkeit geben, ein Schlusswort zu sprechen. Also wie gesagt, was ich vorhin angesprochen hatte, ich hätte gerne, dass die Community uns unterstützt und das kann auch in Form von kritischen Fragen sein, das kann auch in Form eines Beirats sein oder wenn Leute sagen, pass auf, ich habe das ist eine Idee, eine Geschäftsidee oder sonstige Sachen, die da gut reinpassen, ich wäre gerne dabei, bitte auf uns zukommen. Wir sind alle interessiert. Es kann manchmal sein, dass Antworten etwas länger dauern, aber ich wiederhole mich noch mal eins, wir sind daran interessiert, wir möchten die Community einbinden, wir möchten ein dezentrales System aufbauen und das ist community-basiert. Das muss der Gedanke sein. Und deswegen auch nochmal sorry, wenn da zu wenig Informationen teilweise bei den Leuten ankamen.
einfach wirklich, wir sind alle am Anschlag und arbeiten und so weiter hier, aber nicht, weil wir irgendwie Party feiern, sondern wirklich, weil wir uns auf das Projekt einschießen, hier komplett eingeschossen haben. Ja. Vielen Dank nochmal für deine Ausführungen. Vielen Dank auch an die Zuschauer fürs Interesse. Wenn ihr Kommentare unter dem Video abgeben wollt, seid ihr natürlich herzlich willkommen. Wir sind immer daran interessiert, uns mit euch auszutauschen, sind für jede Kritik und jede Anregung sehr, sehr dankbar und wir bemühen uns, dass dann auch in der Zukunft regelmäßig Updates zu dem Thema produziert werden. Vielen Dank nochmal für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.